In diesem Video zeige ich euch, wie ich den Power Armor Helm T51B aus Fallout gemacht habe. Das Video war ursprünglich nur als Zeitraffer und nicht als Tutorial gedacht, daher ist das Bild nicht immer das Beste, aber ich denke, man kann dem Prozess hier ganz gut folgen. Unter dem Fondant verbirgt sich hier eine Sachertorte. Das ist eine meiner Lieblingstorten, wenn es ums Schnitzen von Kuchen geht, da er sehr stabil ist und seine Form hält. Außerdem bleibt er lange saftig, das heißt, wenn man längere Arbeiten hat, wie bei diesem Helm, der über 2 bis 3 Tage dekoriert wurde, dann muss man keine Angst haben, dass der Kuchen am Ende schon trocken wird. Eingestrichen ist er passend zum Schokokuchen mit Zartbitter-Ganache. Ganache wird auch bei längerer Zeit bei Raumtemperatur nicht weich und man muss den Kuchen zwischendurch nicht kühlen, wie bei Buttercremetorten. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes habe ich den Helm mit einer recht dicken Fondantdecke eingedeckt. Normalerweise versuche ich Fondant so dünn wie möglich auszurollen, aber ich wollte mit den Modelliertools noch einige Details hineindrücken. Wenn der Fondant dann zu dünn ist, würde er einreißen. Mit einem Silikon-Modellierpinsel habe ich zuerst die Maske nachgezogen, um eine schärfere Kante zu bekommen. Dann habe ich grob markiert, wo die Ohrteile des Helmes sitzen. Ich habe mir online einige Bilder des Helmes in verschiedenen Winkeln gesucht. So konnte ich je nachdem, woran ich gerade gearbeitet habe, zwischen den Bildern hin und her wechseln. Ich habe mit den Details im vorderen Teil der Maske begonnen. Dort befindet sich ein rundes Ding mit einem Gitter drauf. Ich weiß leider nicht, wie die ganzen Teile heißen, aber ihr seht dann schon, was ich meine. Ich habe Fondant dick ausgerollt, mit runden Ausstechern ausgestochen und ein dickeres Band aus Fondant darum gelegt. Für das Gitter habe ich dünne Streifen darüber gelegt und diese mit einem Skalpell passend abgeschnitten. Mit dem Vena-Tool habe ich einige kleine Löcher in das Teil gestochen. Vielleicht ist es eine Art Lautsprecher oder Luftlöcher. Danach habe ich 2 kleinere Kreise modelliert und ebenfalls mit Löchern versehen. Ich habe mich dabei an die Details in den Bildern gehalten. Danach ging es weiter mit dem Visier. Dazu habe ich Fondant dünn ausgerollt und ohne Kleber zu benutzen auf die richtige Stelle der Torte gelegt. So kann man direkt auf der Torte alles in Form schneiden und stretcht den Fondant nicht beim Anheben vom Schneidebrett. Mit dem Vena-Tool habe ich die Linien der schwarzen Gläser und alle anderen Details vorgemalt. So kann man besser einschätzen, wo man die Form noch anpassen muss und was wegschneiden muss. Über dem Visier sind einige Schrauben und Schlitze, die ich mit dem Balltool und meinen Fingern in den Fondant gedrückt habe. Hier ist es wichtig, dass der Fondant nicht zu dünn ist. Mit dem Vena kann man hier gut die Schlitze einritzen. Ich habe die Gläser des Visiers mit dem Balltool etwas abgerundet und dünne Streifen Fondant außenrum geklebt, da der Rahmen etwas hervorstehen sollte. Am nächsten Morgen ging es weiter mit dem breiten Band, das vom Visier bis zur Mitte des Helmes verläuft. Die Maske hat einige runde Schrauben und Schlauchhalterungen, die ich ausgestochen und mit den Modelliertools in die richtige Form gebracht habe. Da in den unteren beiden Halterungen später die Schläuche kommen, habe ich hier eine Mulde mit dem Balltool hineingedrückt. Die anderen Details habe ich ebenfalls mit den Modelliertools direkt eingezeichnet. Weiter ging es mit den Details an der Seite. Wie über dem Visier habe ich für die Schlitze das Balltool benutzt und ein dünnes Band aus Fondant darum gelegt. Für die Kopfhörer, nehme ich zumindest mal an, habe ich verschiedene Kreise aus Fondant ausgestochen und aufeinander geklebt. Dann habe ich noch ein paar Details wie Knöpfe hinzugefügt und schon sieht alles realistischer aus. Für die Lampe habe ich Modellierfondant benutzt. Der ist etwas fester und hält seine Form besser als Rollfondant, wird aber auch komplett hart, weswegen ich nur wenig davon auf der Torte benutzt habe. Für die Blende habe ich ein breites Band um die Lampe gelegt und dann mit einem Skalpell in Form geschnitten. Da ich hier Modellierfondant benutze, ist es deutlich einfacher, den Fondant auch zu schneiden. Mit etwas essbarem Kleber konnte ich die Lampe dann einfach ankleben, ohne sie mit einem Zahnstocher oder ähnlichem stützen zu müssen. Das Teil vor dem rechten Auge war etwas komplizierter, da es ein relativ schweres Endteil hat. Zur Unterstützung habe ich daher Blumendraht und einen Schaschlikspieß zwischen 2 Fondantschichten geklebt. Wir mussten die Torte fast 8 Stunden im Auto transportieren, daher wollte ich alles so stabil wie möglich machen. Um die Halterung zu befestigen, habe ich einen Schlitz in das Ohrstück geschnitten und die Halterung samt Schaschlikspieß dort reingesteckt. Mit Zahnstochern habe ich das Ganze noch zusätzlich fixiert, bis es ausgehärtet war. Damit war der erste Teil der Details fertig und ich konnte dem Helm seine Farbe geben. Zuerst habe ich ihn mit mehreren Schichten silberner Metallicfarbe grundiert. Mit schwarzer Airbrushfarbe habe ich dann alles schattiert und den Details dadurch mehr Tiefe gegeben. Dazu habe ich überall, wo natürlicher Schatten drauffallen würde, etwas Airbrush-Farbe aufgesprüht. Das heißt, in den meisten Fällen bin ich einfach an den Linien und Außenkanten der Details entlang gefahren. Zum Schluss habe ich dann noch einige Stellen dunkler gesprüht, damit der Helm etwas älter und gebrauchter aussieht.
Um den Helm etwas rostiger aussehen zu lassen, habe ich zusätzlich Highlights mit bronzefarbener Airbrush-Farbe aufgesprüht. Also überall da, wo Teile etwas vorstehen, wie kleine Schrauben etc., habe ich Bronze aufgesprüht. Die Lampe habe ich mit gelber Puderfarbe eingefärbt. Wenn man hier ein Zewa-Tuch drunter hält, fallen keine Puderpartikel auf die Teile darunter und du schützt alles etwas. Dann habe ich noch ein paar Kratzer und Dellen mit den Modelliertools hinzugefügt und dunkler schattiert. Nachdem der Helm eingefärbt war, konnte ich die ganzen Schläuche und Kabel anbringen, die noch fehlten. Es wäre schwieriger gewesen zu airbrushen, wenn die ganzen Teile im Weg gewesen wären. Für die Schlauchhalterung habe ich mich wie vorher auch an den Bildern orientiert und mit Modellierfondant die Form nachmodelliert. Damit auch hier alles gut hält, habe ich Zahnstocher zum Befestigen benutzt. Einige davon sind nur so lange am Kuchen, wie der Fondant zum Trocknen braucht. Danach hatte ich sie entfernt. Damit die Schläuche ihre Form gut halten, wenn sie hängen, habe ich auch hier Modellierfondant benutzt. Um ihnen eine Kabelstruktur zu geben, habe ich das Netz von einem Knoblauchnetz hier zweckentfremdet. Mit Küchentüchern habe ich alles zum Trocknen stabilisiert. Zu den dickeren Schläuchen habe ich leider kein Video, aber das ist nur eine dicke Rolle aus schwarzem Fondant, den ich mit meinen Fingern alle paar Zentimeter zusammengedrückt habe. Danach habe ich mit dem Veinner-Tool die Kanten etwas nachgezogen. Dann fehlte nur noch die Farbe auf den Rohren und der T51B Helm war fertig. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du ein Like oder Kommentar hinterlässt. Wenn du mehr meiner Torten sehen willst und wie sie gemacht werden, dann subscribe meinen Channel oder folg mir auf Instagram und Facebook. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.